Sollte dein Partner diese 10 Dinge tun, heirate ihn bloß nicht. Um lange Zeit funktionieren zu können, werden gesunde Beziehungen auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen, Verständnis, aufrichtiger Fürsorge und irgendeiner Art von Anziehung aufgebaut. Mangelt es einer Liebe an diesen fundamentalen Grundlagen, sind die Chancen für ein langes Glück gering bis nicht vorhanden. Bevor du versuchst, eine Beziehung über ihr Mindesthaltbarkeitsdatum am Leben zu erhalten, solltest du deinen Partner bezüglich ungewollter Eigenschaften und schlechter Angewohnheiten auswerten, um sicherzugehen, dass er oder sie der bestmögliche Mensch fürs Leben ist. Zu deinem Glück haben wir 10 Dinge zusammengetragen, nach denen du die Augen offen halten solltest, bevor du beschließt, dass sich jemand als Heirats- oder einfach Langzeitbeziehungsmaterial eignet. Bevor wir unsere Liste angehen, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine der neuen Inhalte verpasst, die täglich auf der Sonnenseite des Lebens erscheinen. Nummer 1. Er besteht aus Ausreden. Wenn nichts jemals seine oder ihre Schuld ist, hat er oder sie in einer Beziehung mit dir nichts verloren. Zum Erwachsenen-Dasein gehört auch, dass man Verantwortung für sein Handeln übernimmt und eingesteht, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ist dein Partner unfähig oder nicht gewillt, diese Lektion zu lernen, ist er oder sie nicht bereit für irgendeine ernsthafte Beziehung. Ein hervorragender Hinweis darauf, inwieweit ein Mensch sich selbst für sein Handeln verantwortlich macht, ist die Art, wie er über vergangene Beziehungen spricht. Blickt er oder sie auf eine lange Reihe von Beziehungen zurück, die aufgrund der anderen Person gescheitert sind, dann genieße diese Geschichten besser mit Vorsicht. All diese gescheiterten Bindungen haben eines gemeinsam: den bzw. die Erzählerin. Eine Beziehung heißt, dass 2 Menschen miteinander an etwas arbeiten. War dein Partner nicht in der Lage, mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten, besteht die Möglichkeit, dass es an ihm bzw. ihr liegt. Nummer 2. Er kocht schnell über. Wut ist eine vollkommen natürliche Emotion und es ist völlig in Ordnung, sie hin und wieder zu fühlen. Wir können unser Temperament oft nicht kontrollieren, aber wir können sehr wohl kontrollieren, wie wir unseren Ärger ausdrücken. Falls dein Partner brüllt, schreit, Sachen durchs Zimmer wirft oder Dinge kaputt schlägt, wenn er oder sie wütend ist das ein Warnsignal, es sich noch einmal zu überlegen. Dieses Verhalten ist nicht nur unreif, es ist auch eine Art Missbrauch. Denk dran, Kleinkinder haben Wutanfälle, Erwachsene nicht. Nummer 3. Er ist verantwortungslos. Erwachsene, die noch bei ihren Eltern wohnen, galten lange als Loser, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Heutzutage wird es hingegen immer normaler, länger zu Hause zu bleiben, da die Jobchancen schlecht stehen, Mieten unverschämt hoch sind und Gehälter so niedrig, dass man es sich kaum leisten kann, allein zu leben. In dieser schweren Zeit mietfrei bei den Eltern zu wohnen, ist eine tolle Möglichkeit für junge Erwachsene zu arbeiten und zu sparen, bis sie auf eigenen Füßen stehen können. Abgesehen von der Tatsache, dass es eine praktische Lösung für ein weit verbreitetes Problem darstellt, bei den eigenen Eltern wohnen zu bleiben, kann es aber auch zu Unreife und kindischem Verhalten führen. Als Faustregel gilt, dass man keine langfristige Beziehung mit jemandem eingehen sollte, der oder die noch nie allein gelebt hat. Wenn eine Person bis in ihre 20er bei ihren Eltern gelebt hat, könnte sie es leicht gewohnt sein, dass andere ihr hinterherräumen. Ihre Mama kocht noch immer für sie und wäscht ihre Wäsche. Sein Papa muss ihn noch daran erinnern, sein Zimmer aufzuräumen und den Müll rauszubringen. Wenn eine solche Person, die von ihren Eltern rundum versorgt wird, eine Beziehung mit dir eingeht, könnte sie ungerechte Erwartungen an dich haben. In Beziehungen geht es um gegenseitiges Geben und Nehmen zwischen 2 gleichberechtigten Partnern. Wenn du mehr Elternteil als Lebenspartner bist, habt ihr keine gleichberechtigte Beziehung. Nummer 4. Er ist respektlos. Es ist extrem wichtig, dass du und dein Partner euch gegenseitig respektiert, besonders wenn ihr verschiedener Ansicht seid. Jeder und jede kann sich eine eigene Meinung bilden und sollte diese auch ausdrücken dürfen. Den Partner zu unterbrechen, herabzumindern und schlichtweg zu ignorieren, ist keine sehr reife Methode, mit einem Streit oder einer kleinen Diskussion umzugehen. Jede Seite sollte die andere mit dem jeweils gleichen Respekt behandeln. Du solltest auch genau darauf achten, wie deine bessere Hälfte Meinungsverschiedenheiten mit anderen Leuten handhabt. Wenn er oder sie bei Kleinigkeiten durchdreht, statt ruhig darüber zu sprechen oder schnell auf Beleidigungen und Beschimpfungen zurückgreift, dann ist es kein Mensch für eine lange Beziehung. Und es muss wohl nicht erwähnt werden, dass dein Partner auch deine Grenzen respektieren muss. Wenn du etwas nicht tun willst, sollte er oder sie nicht versuchen, deine Meinung zu ändern. Wenn es dir unangenehm ist, über gewisse Dinge zu sprechen, sollte dich niemand zwingen, dich zu öffnen. Das alles sind Anzeichen für einen kompletten Mangel an Respekt für die Gefühle anderer und eine solche Person ist definitiv kein Beziehungsmaterial. Nummer 5. Er neigt zu Habgier und Eifersucht.
Wir alle machen diese übertriebene, schwerst verknallte Phase zu Beginn jeder Beziehung durch. Diese Honeymoon-Phase scheint die reinste Glückseligkeit zu sein, aber tatsächlich kann sie den Boden für einige große Probleme in der Zukunft bereiten. Anfangs ist es süß, dass dein Freund oder deine Freundin sämtliche freie Zeit mit dir verbringen will. Dir gefällt die Aufmerksamkeit und du willst ebenfalls so oft wie möglich in seiner oder ihrer Nähe sein. Aber diese Aufmerksamkeit sollte nicht jeden Bereich deines oder seines bzw. ihres Lebens einnehmen. Wenn dein Partner so sehr klammert, dass er oder sie es nicht mag, wenn du Zeit mit anderen Leuten verbringst, dann versucht er bzw. sie dich zu isolieren, was ein weiteres Anzeichen für Missbrauch ist. Sollte dein Partner schnell eifersüchtig werden und besitzergreifendes Verhalten zeigen, dann solltest du entweder überlegen, ihm oder ihr professionelle Hilfe zu suchen oder dich umgehend davon zu machen. Falls du selbst die eifersüchtige und besitzergreifende Person bist, solltest du unbedingt an dir arbeiten. Und du solltest für den Moment definitiv gar keine Beziehung führen. Nummer 6. Er missachtet deine Privatsphäre. Nur weil du eine Beziehung mit jemandem eingehst, heißt das nicht, dass jeder bzw. jede von euch jedes winzige Detail über den oder die andere wissen muss. Du bist nicht verpflichtet, irgendwelche Infos zu teilen, die du lieber für dich behalten möchtest. Dein Partner hat kein Recht, deine Passwörter zu erfahren und all deine Accounts durchzusehen und genauso wenig andersrum. In gesunden Beziehungen gibt es kein Herumschnüffeln im Handy oder in den Habseligkeiten des anderen. Dein Partner sollte dich weder durchgehend verdächtigen, fremdzugehen, noch deine Textnachrichten überwachen, um sicherzugehen, dass du treu bist. Und sollte er oder sie dieses Verhalten als normal betrachten, ist es an der Zeit, aus der Beziehung auszusteigen. Es ist ein weiteres Warnzeichen für einen missbräuchlichen Partner. Und solltest du der oder diejenige sein, die dieses Verhalten zeigt, musst du verstehen, dass es falsch ist. Wenn du einem Menschen nicht vertrauen willst, wieso dann eine Beziehung mit ihm eingehen? Nummer 7. Er hat eine Doppelmoral. Wo wir gerade bei Respekt sind, der funktioniert beidseitig. Wenn du weißt, dass du nicht verpflichtet bist, deinem Partner all deine Passwörter zu geben, dann erwarte genauso nicht, dass er oder sie dir vollen Zugang zu seiner bzw. ihrer Privatsphäre gibt. Wenn du eine Beförderung bekommst und dafür in eine andere Stadt musst, herzlichen Glückwunsch. Aber erwarte nicht automatisch von deinem Partner, dass er oder sie mit dir umzieht, wenn du nicht bereit dazu wärst, den gleichen Schritt für ihn bzw. sie zu tun. Es sollte nicht nur einer oder eine von euch bereit sein, für den Partner Opfer zu bringen. Vergiss nicht, dass eine Beziehung gleichberechtigt sein muss und nicht nur eine Person ständig nur gibt oder nimmt. Nummer 8. Seine Grundwerte stimmen nicht mit deinen überein. Ja, Gegensätze ziehen sich an. Aber dabei geht es mehr darum, dass sich ein Katzenmensch in einen Hundemenschen verliebt oder eine Großstädterin in ein Landei. Auf grundsätzliche Dinge trifft das weniger zu. Ein Partymensch wird es nicht lange in einer Beziehung mit einer ungemein puritanischen Person aushalten. In der Mehrzahl der Fälle haben diese beiden vollkommen unterschiedliche Werte, die sich darin abzeichnen, wie sie ihre Freizeit verbringen. Die Nacht im Club durchzufeiern ist dem, was ein sittenstrenger Mensch im Leben erreichen will, wenig förderlich. Also könnte der Partner ihn oder sie zurückhalten. Ermutigt deine bessere Hälfte dich zu riskantem Verhalten wie Komasaufen oder Drogengenuss, ist es nicht der oder die Richtige für dich. Es ist nichts Falsches daran, hin und wieder durchzudrehen und Spaß zu haben. Aber wenn es selbstzerstörerische Gewohnheit ist, halte dich davon fern. Nummer 9. Er ist völlig auf dich angewiesen. Erwachsene in gesunden Liebesbeziehungen können sich auf gegenseitige Unterstützung verlassen. Wenn du nicht darauf bauen kannst, dass dein Partner für dich da ist, wenn du ihn brauchst, ist es nicht der bzw. die Richtige für dich. Es gibt allerdings eine Kehrseite. Deine bessere Hälfte sollte nicht die einzige Person sein, an die du dich für Hilfe wendest. Die meisten Menschen sind in der Lage, Unterstützungsnetzwerke mit Freunden und Freundinnen, Familie sowie Kollegen und Kolleginnen aufzubauen. Aber weigert sich dein Partner, das zu tun oder sich auch mal von diesen Personen Hilfe zu holen und verlässt sich allein auf dich, dann ist das ein Problem. Damit erledigt er bzw. sie dir eine unfaire Menge an Druck auf und seine bzw. ihre Weigerung, Hilfe von anderen Menschen zu akzeptieren, entfremdet dich von deinem eigenen Netzwerk. Eine Beziehung mit so jemandem ist ungemein kräftezehrend, also lass nicht zu, dass das Verlangen deines Partners nach deiner Unterstützung deinen Bedarf nach Zeit für dich überschattet. Nummer 10. Er hält dich zurück. Du solltest niemals das Gefühl haben, dass du dich mit deinem Partner zufrieden gibst und er oder sie sollte sich genauso wenig mit dir begnügen. Damit eure Beziehung gleichberechtigt ist, solltet ihr euch gegenseitig helfen, als Einzelpersonen zu wachsen.
Sollte dein Partner dich unentwegt entmutigen, deine Leistungen kleinreden und dich kritisieren, dann misshandelt er oder sie dich sowohl verbal als auch emotional. Und da verdienst du etwas Besseres. Jetzt, wo du weißt, wie du herausfindest, ob eine Person dir schadet, würdest du wahrscheinlich gerne erfahren, nach welchen positiven Eigenschaften du suchen solltest, oder? Nun, im Prinzip nach dem kompletten Gegenteil zu allem, was wir heute genannt haben. Aber noch wichtiger, such nach einem Menschen, der dich ergänzt, anstatt dich zu vervollständigen. So romantisch kitschig "du vervollständigst mich" klingt, vergiss es. Du bist bereits ein ganzer Mensch, kein Puzzle, dem noch ein entscheidendes Teil fehlt, das nur jemand anderes einsetzen kann. Wenn du eine Person findest, die das erkennt und respektiert und nichts von dem auf unserer heutigen Liste tut, dann hast du das große Los gezogen. Welcher dieser Punkte ist deiner Meinung nach am wichtigsten? Hast du noch weitere Ratschläge für schädliche Beziehungen? Hinterlass sie uns in den Kommentaren. Wenn du von diesem Video etwas Neues oder Nützliches gelernt hast, gib ihm einen Daumen hoch und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen. Und denk dran, bleib immer auf der Sonnenseite des Lebens. Bye bye!